Hallo zusammen, heute arbeiten wir eine Geschenkverpackung für eine Sektflasche mit einem Trick. Unsere Geschenkverpackung hat von außen einen sehr schönen farbigen Stoff. Wir können ihn einmal wenden, das ist aber noch nicht der Trick, und haben unsere Hülle in einer Unifarbe und können das Ganze quilten. Das sieht dann von dieser Seite ebenfalls hübsch aus. Und nun kommt der Trick. Wenn wir das Ganze zweimal krempeln, einmal bis zur Mitte und wieder zurück. Dann wird aus unserer Getränkflaschen-Geschenkverpackung mit Hilfe eines Kühlpacks ein Sektkühler. Unser Kühlpack passt genau um unsere Sektflasche. Und nun brauchen wir den Sekt eigentlich nur noch trinken. Halt, wir möchten noch die Hülle nähen. Wenn ihr Lust habt, nähen wir diese Hülle jetzt gemeinsam. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Näharbeiten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und mein Material liegt hier schon fertig. Wir brauchen 2 Streifen 45 cm lang, 5 cm breit. Die Streifen legen wir einmal zusammen, bügeln das Ganze und legen die erst einmal zur Seite. Wir brauchen ein langes Stoffstück, 86 cm lang und 20 cm breit. Das Ganze belegen wir schon einmal mit Flieseline, entweder X50 oder H630. Und wir brauchen 2 weitere Stoffstücke mit einer Breite von 22 cm und 52 cm lang. Also nehmt eine komplette Stoffbahn, schneidet 22 cm ab und teilt das einmal. Und wir brauchen das Loch, die Öffnung für unseren Griff. Und die möchten wir zunächst einmal gemeinsam erstellen. Wir nehmen ein Blatt. Auf unser Blatt zeichnen wir eine gerade Linie. Und auf dieser Linie tragen wir 9 cm ab. So schaut das Ganze aus. Nun geht ihr einmal an euren Küchenschrank und holt einen Dessertteller. Die Rundung von unserem Dessertteller lassen wir genau von einem Punkt zum nächsten wandern. Oder so ungefähr, irgendwie so. Und wir zeichnen das Ganze einmal ab. Und wir brauchen die Untertasse von einer Espresso-Tasse. Die legen wir in gegenüberliegende Richtung an. Von Punkt zu Punkt zeichnen wir die zweite Linie. Hier tragen wir noch unsere Mitte ein und wir schneiden das Ganze einmal aus. Wir nehmen unser langes, farbiges Stoffstück mit der farbigen Seite nach oben. Ich lege das so ein bisschen um die Kurve, weil mir sonst der Platz ausgeht. Ihr legt das auf euren Arbeitsplatz gestreckt aus. Wir nehmen das erste Stoffstück und legen beide rechten Seiten zueinander. Dabei achten wir nun darauf, dass wir an der oberen Seite gut 2 cm überstehen haben. Das Ganze stecken wir einmal. Auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen wir das. Unsere beiden losen Stoffenden legen wir einfach übereinander. Nun möchten wir unseren Griff einzeichnen. Wir bleiben auf der Stoffseite, weil man da besser zeichnen kann und das Gezeichnete besser sieht. Und darum schlagen wir einmal unsere überstehende Kante nach innen, damit wir hier genau unseren Stoffansatz haben. Wir tragen 4 cm ab. Wir ermitteln die Mitte, ziehen die Mittellinie ein bisschen länger. Auf dieses Kreuz legen wir unseren Handgriff. Ups. So. Und wir zeichnen das Ganze einmal nach.
Das Ganze nehmen wir einmal mit zur Nähmaschine und nähen das ab. Wir nähen einmal genau auf unserer Linie. Wir fangen in einem Bogen an. Drehen das Ganze und weiter geht's. Das wiederholen wir auf beiden Seiten. Und wir schneiden den inneren Bereich bis auf eine kleine Nahtzugabe aus. Denkt an die Ecken. So schaut das nun aus. Wir entfernen die Stecknadeln und wir ziehen unsere Stoffhälfte einmal durch die Öffnung. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn euch gefällt, was wir hier auf dem Kanal so machen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir formen das richtig schön aus. Wenn wir unsere Griffe auf beiden Seiten eingearbeitet haben, schlagen wir das Ganze einmal auseinander und nehmen die unifarbene Seite, diese zweigeteilte Stoffseite, nach außen. Unseren Innenstoff streichen wir vom Griff aus einmal flach von beiden Seiten und unser Stoff liegt nun in der Mitte übereinander. Die obere Seite nehmen wir und schlagen einmal ein Stück um. Das Ganze bügeln wir ein. So, wir können unsere offene Stelle stecken. Wir können sie vor dem Stecken aber gerne auch einmal mit einem Stoffkleber fixieren. Jetzt fixieren wir das Ganze einmal. Und wir haben unsere Hülle vorbereitet, um sie nun an der Maschine zu quilten. Bevor wir loslegen, möchten wir noch einmal um unsere Griffe knappkantig steppen. Wir setzen unser Füßchen an der Innenkante unserer Griffmulde an und wir steppen mit einem nicht zu kleinen Stich, Größe 3 wähle ich, einmal um unser Loch. Auf beiden Seiten. Wir verriegeln die Nahtanfänge und Enden. Wenn wir unsere Griffmulden umrundet haben, bauen wir unsere Maschine zum Quilten um. Unsere beiden Stoffe liegen genau in der Mitte aufeinander. Wir haben unser Quiltgarn eingespannt und wir starten in der Patchmitte genau auf den übereinander gelegten Stoffen. Unser Untertransport ist versenkt, unsere Stichlänge steht auf 0, unsere beiden Fäden sind nach oben geholt und wir vernähen dreimal auf der Stelle. Ich quilte hier grobe Blätter. Mein Blatt legt mir nun zwar meine 3 zusammengelegten Lagen wunderbar fest, aber diese Enden, die fallen noch immer auf. Und damit das nicht passiert, setze ich einmal eine Ranke über meine Naht. Unter dem Video verlinke ich euch eine kleine Playlist. Dort findet ihr mögliche Muster, die ihr als All-Over-Design arbeiten könnt. Und so schaut das Ganze nun aus. Wir haben eine lange Bahn auf der einen Seite und eine zusammengesetzte lange Bahn auf der anderen Seite. An unseren oberen Enden haben wir jeweils ein Stück Stoff extra. Dieses Stück Stoff extra schneiden wir nun auf 2 cm zurück. Unser hochstehendes Stoffstück schlagen wir einmal zur Mitte und einmal weiter um. Das sichern wir mit Klammern und wir steppen beide Nähte einmal knappkantig ab. An unserem Patch schneiden wir die überstehenden Stoffkanten zurück. Unser nun komplett fertig vorbereitetes Patch schlagen wir einmal mit der Stoffseite, die später außen sein soll, aufeinander. Und wir tragen an der unteren zusammengeklappten geschlossenen Seite 5 cm ab. Auf beiden Seiten.
So schaut das aus. Wir haben unsere Mittellinie und rechts und links haben wir im Abstand von 5 cm eine zusätzliche Linie gezogen. Und diese beiden Linien legen wir nun einmal aufeinander. Wir schlagen die langen Enden zueinander, richten das Ganze einmal aus und klippen beide aufeinander liegenden Kanten einmal zusammen, damit uns das Ganze nicht mehr abhaut. Wenn wir das haben, nehmen wir unsere Stoffstreifen und wir schlagen an den oberen Enden, am oberen Ende ein bisschen um und schließen das Ganze. Drehen das mit der Öffnung nach außen und legen den Streifen genau an die Außenkante unseres Patches. Über die ganze Länge. Am Ende schneiden wir großzügig zurück und wir schlagen auch hier die Innenseite so weit zurück, so, dass die untere Kante mit unseren Stofffalten übereinstimmt. Wir schließen das Ganze also bündig ab. Das Ganze wiederholen wir auf der zweiten Seite. Im nächsten Schritt nähen wir einmal unsere Seitenteile an. Wir setzen unser Füßchen parallel zur Außenkante unserer Stoffseite, setzen unsere Nadel so nah zur Außenkante, wie wir mögen, wie das gut passt. Meine Stichlänge setze ich ein bisschen kleiner und wir nähen einmal die ganze Seite entlang. Das Ganze wiederholen wir auf der zweiten Seite. Wenn wir das haben, nehmen wir unseren angenähten Streifen, schlagen ihn nach außen und schlagen ihn einmal über die offene Kante. Das Ganze stecken wir fest und so schaut das dann aus. Die festgesteckte Kante nehmen wir mit zur Nähmaschine. Unsere Nadel stellen wir auf mittlere Position. Unseren Stoffstreifen lassen wir an der Innenkante unseres Füßchens entlang laufen, die Außenkante des Stoffstreifens, und wir steppen das Ganze einmal fest. Wir vernähen und wir nähen. Wir entfernen alle Fäden. Unsere Sektflaschenhülle ist fertig geworden und nun wird es Zeit für den ersten Einsatz. Wir können das Ganze verschenken oder wir können die Hülle gleich als Sektkühler nutzen und unseren eigenen Sekt darin kalt stellen. Wenn ihr mögt, gebt der Sache eine Chance und arbeitet diese Verpackung einmal nach. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.